Revierderby mit 63 Tagen Verspätung. Die Fußball-Bundesliga nimmt ihren Spielbetrieb wieder auf und wir wollen versuchen, euch einzustimmen. Nicht ganz einfach, aber wir haben genau den richtigen Mann dafür, unseren Nobby Dickel. Ja, normalerweise würde ich euch jetzt total euphorisch begrüßen zum Feiertagsmagazin. Aber ganz ehrlich, ohne Fans sind die Spieltage jetzt das Revierderby doch keine Feiertage mehr, sondern Spieltage. Deshalb nennen wir es auch das Spieltagsmagazin. Und ich freue mich, dass trotz alledem ein sehr wichtiger Mann aus unserem Verein den Weg hier ins Studio gefunden hat. Ich begrüße Sebastian Kehl ganz herzlich bei mir. Sebastian, schön, dass du da bist. Klasse. Und direkt mal eine Frage an dich. Die Liga geht los für uns mit dem Revierderby, aber im leeren Signal Iduna Park, wo wir jetzt so gerade reinschauen, ist das Feiertag, ist das vielleicht Spieltag oder mit anderen Worten, was ist das für eine Stimmung für dich? Ja. Also skurril ist es auf jeden Fall, weil ich habe ja in diesem Stadion einige Derbys erlebt, aber das wird sicherlich das kurioseste Derby in der ganzen Geschichte werden. Ohne Zuschauer, ohne das, was es am Ende eigentlich auch ausmacht, denn die Begeisterung der Fans, das Emotionale, das, was von außen auch auf die Spieler überspringt. Die ganze Woche. Wir haben uns ja die Woche noch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt, aber dass das am Samstag leider nicht spürbar ist für die Jungs, das ist jetzt aber trotzdem zu akzeptieren, das ist klar. Aber es ist womöglich kein unbedingter Vorteil, ein Derby ohne Zuschauer zu Hause zu spielen. Und deswegen hoffe ich trotzdem, dass wir es gewinnen. Müssen die paar Leute hier sind, müssen richtig Gas geben. Ja. Aber ich glaube, das hört dann noch. Ja, in der Vorbereitung der Sendung ist mir aufgefallen, Sebastian, so in den letzten Tagen, Wochen, so richtig viel habe ich von dir nicht gehört. Das hat natürlich damit zu tun, dass du so unfassbar viel zu tun hast und du dich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigen musst. Erzähl mal, was alles so deine Aufgaben in den vergangenen Wochen so waren und worum du dich vor allen Dingen auch kümmern musstest. Also wenn ich jetzt alle Felder umreißen würde, würde es sicherlich zu lange dauern, aber es gab natürlich von Beginn dieser Spielunterbrechung der Bundesliga von dort an ganz viele Fragezeichen. Wir haben in vielen Bereichen erstmal versucht, Dinge vorzubereiten, das Hygienemaßnahmenkonzept umzusetzen, der DFL-Taskforce. Das waren ganz viele Dinge, die in diesem Prozess auch immer wieder neu entstanden sind. Die Anforderungen wurden immer höher und ja, damit hatten wir als Verein schon ganz schön zu kämpfen. Das muss man so sagen, weil es viele Maßnahmen gibt, die nicht nur den Sport betreffen, sondern natürlich auch die Orga. Und wenn man sich vorstellt, was am Samstag hier in einem Stadion normalerweise los wäre und was jetzt los sein muss, dann arbeiten viele Menschen mit Hochdruck daran, dass wir den Ablauf am Samstag gut hinbekommen. Aber ich für meinen Teil habe natürlich mit Michael zusammen alle sportrelevanten Themen behandelt. Das heißt, wie gehen wir mit der Mannschaft um? Wann dürfen wir wieder ins Mannschaftstraining eintreten? Das war ja auch alles unfassbar skurril, genau, weil wir sind ja erst letzte Woche Mittwoch in das reguläre Mannschaftstraining eingestiegen. Das war für den Trainer nicht ganz einfach. Also ich war schon natürlich jeden Tag am Gelände. Wir haben viele Gespräche mit der Mannschaft gehabt. Das war nicht ganz einfach, weil wir durften ja nur in Gruppen arbeiten. Es darf keine größeren Besprechungen geben. Wir hatten zwischendrin noch das Thema Gehaltsverzicht. Wir haben sehr viele medizinische Dinge, die Spieler umsetzen wollen. Wir haben einen Sportpsychologen dazu gebracht, jetzt in den letzten Tagen, der uns nochmal einen Mehrwert bringen soll. Wir haben alle regeltechnischen Änderungen, da bin ich ja in der DFL-Kommission auch noch vertreten. Also es wird die Möglichkeit geben, 5-mal zu wechseln. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist denn da in der Kommission so alles? Sind auch, also am Ende überschneiden sich ganz viele Themen natürlich, die wir in der DFL-Kommission besprechen, auch was die Spieltage angeht, die Spielansetzungen. Aber zunächst einmal haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir mit den Gesundheitsämtern, mit der Politik wieder zum Spielen kommen. Und dass wir die Jungs so weit wie möglich natürlich informieren, weil das für sie natürlich auch eine ganz schwierige Phase war. Wir haben sehr viele junge Spieler, die viele Dinge natürlich auch nicht so ganz verstanden haben, deren Familien teilweise auch nicht da sind. Wir haben uns intensiv darum gekümmert. Wir haben natürlich viele Gespräche mit dem Trainer führen müssen. Auch da ist in dieser Woche ja noch mal vieles konkreter geworden, unter anderem was das Thema Masken angeht. Also es war wirklich sehr, sehr viel zu tun, sehr viele Abstimmungsthemen, aber das ganze Team, auch unsere medizinische Abteilung ist extrem gefordert und jetzt sind wir trotzdem froh, Nobby, dass es am Samstag wieder losgeht. Ja, für das Training dürfen die Jungs natürlich das Hotel verlassen und da waren wir natürlich mit bei, hier ein paar Trainingseindrücke von unseren Jungs.
Ja, eine ausführliche Sendung mit allen Trainingsimpressionen könnt ihr natürlich bei BVB TV euch anschauen. Sebastian, ihr habt ganz bewusst hier im leeren Stadion trainiert. Mit welchem Ziel? Einfach, um sich auf diese Situation einzustellen. Das ist eine neue Herausforderung für alle, ohne Zuschauer. Gerade dann, wenn man zu Hause spielt. Und dieses Gefühl einfach mal zu erleben, das war das Ziel. Derby ist doch ein bisschen Derby-Fieber, ein bisschen Derby-Nervosität, alles. Wie kann man überhaupt in so Tagen dieses in die Mannschaft reintragen? Und wenn ja, wie? Ja, das ist unsere Aufgabe. Also indem wir einfach viel sprechen und natürlich jetzt den Fokus wieder auf Fußball legen und auch vielleicht das eine oder andere mal aus der Vergangenheit wieder rausholen, das uns genau dieses Gefühl wiederbringt. Aber das ist die Arbeit, die der Trainer macht. Wir natürlich alle auch gemeinsam. Die Jungs sind natürlich auch selber gefordert, sich in diese Stimmung zu bringen, jeder Einzelne. Und da ist das Team auch absolut gefragt. Als Ex-Spieler wissen wir natürlich, wie wichtig der 12. Mann ist. Wir wissen, wie wichtig die 80.000 sind für das Team. Und sie können der Mannschaft immer helfen. Wenn diese Atmosphäre fehlt, worauf wird es ankommen, dass wir das Spiel gewinnen? Was glaubst du? Ja, das wird darum gehen, dass wir die Situation so annehmen, dass jeder Spieler sich auch mit seiner Persönlichkeit auch einbringt, dass wir laut sind auf dem Platz, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns unterstützen, weil das, was von draußen normal kommt und was die Spieler ja auch so anstachelt, das ist in der Form jetzt nicht da. Das müssen wir uns also als Mannschaft, als Team, von der Bank, das müssen wir uns alle geben. Und ich glaube, das kann nur der Weg sein, es so emotional wie nur möglich zu machen. Mehr ist leider nicht möglich. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, keine Fangesänge, es wird keine Choreografien geben, es gibt keine Audiogeschichten im Stadion, um Geräusche zu simulieren. Das ist ganz bewusst, das ist Fußball pur. Und dafür steht am Ende jetzt Borussia Dortmund, auch wenn alle, ich weiß, nicht damit einverstanden sind. Und ich weiß, wie die Fans, wie kritisch sie es auch sehen, Teile zumindest. Ja, Fußball ohne Fans ist nun mal auch nicht richtiger Fußball, ist kein aber wir müssen Fußball. es jetzt so akzeptieren. Und wenn du das einspielst, das ist ein Gedusel, da wirst du nach 3 Minuten wirst du bekloppt. Es gibt nur Original oder gar nicht. Ja. Und deshalb finde ich auch, ist das die richtige Entscheidung. Ja. Jetzt fehlt nur noch eins, Sebastian, das weißt du. Du hast mir eben noch gesagt, du hast nicht das letzte Mal geschlagen. Den Zweikampf werden wir trotzdem durchführen. Wir haben ja Tor oder kein Tor gespielt. Das funktioniert heute nicht. Und unsere Redaktion, die haben sich wieder etwas ausgedacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt kommt. 3 Fragen und wir beide müssen jeweils entscheiden, auf wen von uns beiden der Inhalt trifft. Also das kann ich hieraus erkennen, aber mehr auch nicht. Ich bin gespannt. Jetzt kommt die große Stimme aus dem Off und ich bin gespannt. Ja, lieber Nobby, lieber Sebastian, 3 Fragen, die sich natürlich um euch und das Derby drehen. Und wir starten direkt mal mit der Frage, wer von euch beiden hat denn die bessere Derby-Bilanz? Beide sind von sich überzeugt. Nobby, der hat 3 Siege und 2 Niederlagen. Sebastians Bilanz insgesamt gegen die Blauen ist ausgeglichen, aber im BVB-Trikot leicht negativ. Dieser Punkt geht an Nobby. Gibt's doch gar nicht. Ich rufe den Boris Ruppert an. Meinst du, der holt noch, aber der sagt dann, wenn noch... Aber Derby-Tore, wenn die Doppeltore noch doppelt zählen, also wie viel... Derby-Tor, wie viel hast du? Ja, bei mir, ich habe 2. Ich auch. Hast du auch? Okay. Ja, jeder glaubt natürlich bei mir 17, aber ich habe jetzt nicht so. Gut. Okay, machen wir weiter. Leichter Punktabzug fast für Nobby, denn der hat sogar 3 Derby-Tore. Vielleicht hast du das Derby-Tor im Pokal vergessen, dann sind es sogar 3. Aber wir bleiben auch bei den Toren. Wir wollen nämlich jetzt von euch wissen, wenn ihr eure Tore so gut kennt, wer von euch beiden hat mehr Joker-Tore im Derby erzielt? Oh, Joker-Tore. 3, 2, 1. Beide sind sich einig, dass es Sebastian Kehl ist. Ja, Nobby, du hast in 5 Derbys, wir haben es gerade schon gehört, 3-mal genetzt, standst dabei aber immer in der Startelf. Ja, ich habe immer voran. Unvergessen aber das Derby in der Double-Saison 11-12. Sebastian Kehl kommt in der Pause beim Stand von 1:1 für den Verletzten. Wie könnte es anders sein? Sven Bender
und markiert in der 63. Minute den 2:1 Siegtreffer. Kopfball war das, ne? Ja. Da Nein, warst du nein, das übrigens. war der Abstauber. Der Kopfball, der war Ein schon Abstauber. Ach, vorher. mit dem rechten Fuß so reingefuttelt. Ja, aber Also, trotzdem. Das Punkt für beide, 2:1 für Nobby. Wir kommen zur Entscheidungsfrage. Wer von euch beiden wurde denn im Derby häufiger ausgewechselt? Ja, das ist ja klar. Ey, das ist ja normal. Ja, gut, das normal. Du hast glaube Kann ich, ja gar nicht mehr 20 Derbys und ich habe 5. Also 3, 2, 1, ich. Das ist ja klar. Wir haben beide Norbert gesagt. Ausgewechselt wurde ich auch nie. Beide sagen Norbert. Ja, es war fast schon ein Ritual bei Bundesliga-Heimderbys. In der ersten Halbzeit ein Tor gemacht, in der zweiten Hälfte dann vom Platz gegangen und am Ende den Derby-Sieg bejubelt. Zweimal hat es Nobby genau so erlebt. Das ist, weil Sebastian und ich uns seit 20 Jahren kennen. Da gibt es so viele Geheimnisse, haben wir auch nicht mehr voneinander. Das konnte ich gar nicht gewinnen, das Rennen. Sebastian stand bei ganzen 17 Derbys auf dem Platz. Ausgewechselt wurde er da allerdings nur ein einziges Mal. Und das noch zu Unrecht. Hat der Trainer sich nie getraut. Ja. Ja, wie? Jetzt hat der Nobby gewonnen? Ja. Damit gewinnt Nobby 3:2. Ja, damit schauen wir mal auf den Gesamtstand. Es steht inzwischen, man mag es kaum glauben, ich habe fast immer hinten gelegen, aber inzwischen steht es 40:38 und das macht mich natürlich sehr stolz. Vor allen Dingen, weil ich heute mal wieder gewonnen habe gegen meinen Freund Sebastian. Das war ein schöner Tag. Also, wir freuen uns alle auf das Derby und dann natürlich noch die Bitte an alle Fans. Kommt nicht zum Stadion und alle anderen auch nicht. Kommt einfach nicht zum Stadion. Lasst die Bundesliga-Partien einfach laufen. Setzt euch zu Hause hin, trinkt euch ein Bier, auch 5, aber alleine. Und wir müssen die Saison in irgendeiner Art und Weise zu Ende spielen. Und da könnt ihr natürlich maßgeblich auch zu beitragen. Deshalb drückt unseren Jungs die Daumen. Sebastian, ihr könnt dafür sorgen, dass es vielleicht ein ganz, ganz außergewöhnlicher Derby-Sieg wird. Tu alles dafür, mach die Jungs heiß und ja. Wie der Vater früher mal gesagt, komm mir nicht ohne 3 Punkte nach Hause. Also so wollen wir es dann auch machen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und falls wir gewinnen sollten, was machst du dann am Samstagabend? Naja, wir haben schon Derby-Siege sehr emotional gefeiert in der Stadt. Das wird anders werden. Ich werde nach Hause fahren, denke ich, und werde meine Familie in den Arm nehmen. Aber ich werde sicherlich Gläschen Wein drauf trinken auf den Sieg. Das werde ich auf jeden Fall tun mit meiner Frau. Dann können wir vielleicht FaceTime oder irgendwas und können virtuell anstoßen. Das können wir uns ja mal überlegen, ob wir spontan... Ganz genau, das wäre doch was Schönes. Dann wären wir auf jeden Fall glücklich. Du kannst im Moment einen 25-Stunden-Tag gut gebrauchen, weil du einfach so viel um die Ohren hast. Und bestell der Mannschaft von uns allen schöne Grüße und ja, lasst uns gewinnen. Das war's vom Spieltagsmagazin am heutigen Tag. Ihr drückt zu Hause die Daumen. Nur der BVB. Tschüss, macht's gut, vielen Dank. Der Nobby und der Sebastian. Ciao.